Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute möchte ich euch in dem Video erzählen, was diesen Monat noch alles so wahrscheinlich anstehen wird und dass dieser Monat ein sehr, sehr krasser Monat wird. Bevor das Video losgeht, wollte ich nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ich habe bisher noch keinerlei Informationen vom Playa dazu bekommen. Bekommen wir nicht. Wir bekommen ganz kurz vorher auch Bescheid, so wie ihr auch, was kommende Events oder Server angeht. Also das alles, was ich hier erzähle, ist ohne feste Angaben, sag ich mal, sondern fundiert einzig und alleine auf die Erfahrungen, die wir die letzten Jahre gesammelt haben. Und wir fangen zuerst damit an. Ganz klar ist natürlich, dass diesen Monat auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Elevator auf uns warten wird. Dann rückt ja auch der nächste Serverstart immer näher, der wahrscheinlich auch wieder sehr viele kranke Rekorde brechen wird, vielleicht, ja. Und das halt eben in Kombination, weil halt Black Friday bzw. die Black Week ansteht, wo halt eben auch sehr viele coole Events folgen werden und halt eben auch die berühmt-berüchtigte wahrscheinlich kommende 33% Aktion diesen Monat. Das heißt, falls ihr vorhabt, Pilze zu kaufen, dann wartet auf jeden Fall noch bis Ende des Monats. Ich versuche euch das genaue Datum zu nennen. Ob es das sein wird, kann ich euch nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe mal zu 80% von aus, dass es ungefähr auf dieses Datum fallen wird, wo ihr halt eben Pilze sehr viel günstiger kaufen könnt und eventuell sogar auch ein paar Black Friday Pakete abgreifen könnt, falls es die auch wieder gibt. Und deswegen, wenn ihr da nichts verpassen wollt diesen Monat, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo auf dem Kanal da, dann seid ihr immer informiert und werde euch, sobald die neuen News da sind, auch alles natürlich präsentieren. So, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, worauf beruhen denn so ein bisschen hier meine Schlüsse, die ich jetzt hier so ziehe in diesem Video. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende, jetzt gerade den 3.11. Ne? Hier haben wir jetzt die Events, die ihr jetzt hier gerade seht. Dann haben wir am kommenden Freitag Happy Diwali. Das ist dann halt eben schon das erste Event, was es jetzt, also abseits von den normalen Events, was es diesen Monat geben wird. Das ist halt so ein Glückstags-Event, ne, das hatten wir letztes Jahr auch gehabt. Das ist halt das normale Glückstags-Ding, wo man halt 40 Mal am Rad drehen kann, 20 Mal beim Würfelspieler spielen kann und so weiter und so fort. Das ist noch ein bisschen, sag ich mal, noch einigermaßen standardmäßig, ne? Dann kommen wir als erstes mal zu meinem Schluss, wann der nächste Server startet, weil das fragen auch schon immer sehr viele Leute. Tatsächlich immer wieder wollen Leute neu versuchen und einen neuen Server aufmachen. Es ist nicht immer so, dass, es gibt so zwei verschiedene Sachen, ne, oder zwei verschiedene Lager, sag ich mal. Die einen bemängeln bzw. kritisieren, dass Playa immer wieder neue Server rausbringt. Auf der anderen Seite fragen immer so viele Leute auch nach neuen Servern, wann der neueste Server startet. Also kann ich schon irgendwo auch verstehen, dass in einem gewissen Abstand immer wieder neue Server erscheinen, weil immer wieder neue Leute auch immer beim Serverstart natürlich auch von Anfang an dabei sein wollen. Und das wäre dann natürlich der Europa 8 Server, der dann hier als nächstes erscheinen wird. Und vom Abstand her passt es ganz gut, muss ich sagen, auf den 17.11., der Freitag, wo wahrscheinlich der nächste Server starten wird. Wie gesagt, die ganzen Angaben hier bisher natürlich nicht bestätigt, ne? Aber vom Abstand zu der EU7-Welt, die am 6.10. gestartet ist, das sind dann, glaube ich, 6 Wochen, 1,5 Monate. Das würde erstmal so in den Zyklus passen, wie Shakes and Fidget die Server auch immer regelmäßig raushaut. Man sagt so 6 bis 8 Wochen ist so etwa der Zeitraum, wo ein neuer Server kommt. Könnt ihr euch gleich auch aufschreiben, so ungefähr, ne, für die Leute, die immer fragen. Es ist immer ein Zyklus zwischen 6 bis 8 Wochen pro neuer Serverstart. Und diese Information, dass es der 17. sein wird, die werden auch ein bisschen unterstützt durch vergangene Serverstarts in der Vergangenheit. Erstmal haben wir hier auch, und das schließt auch auf den nächsten Elevator hin, der wahrscheinlich in
ja, Serverstart-Mix sein wird. Also der wird wahrscheinlich mit dem Serverstart zusammen starten, der Elevator. Und zwar war es letztes Jahr auch so gewesen. Und zwar haben wir hier den Elevator-Start am 17.11. gehabt. Das wäre hier der Freitag. Das ist allerdings ein Tag vorher gewesen. Letztes Jahr war es der, also jetzt wäre es quasi der 16., wo das Ganze hier auf S31 exklusiv erschienen ist. Aber auch letztes Jahr ist halt eben in dem Zeitraum der Elevator rausgekommen und es würde passen. Ja, dass wir hier das Diwali-Event haben und als nächstes dann hier den Elevator, weil natürlich auch bald in Zukunft der nächste Legendary Dungeon erscheinen wird, aber da kommen wir später noch drauf zu reden und warum EU8 ein rekordverdächtiger Server werden könnte, wird sich auch gleich noch aufschließen dadurch. Dann hatten wir natürlich letztes Jahr den legendären W60 Serverstart, ja, mit dieser nicht vergessenen Szene hier, der war wirklich absolut unvergesslich, der Stream gewesen, muss ich mal so sagen. Das ist am 18.11. ist das letztes Jahr am Freitag gewesen, also wie gesagt, dieses Jahr wäre es der 17. Es würde vom Datum her auf jeden Fall auch passen und hier haben wir dann schon das nächste Event und da gehe ich auch von aus, dass es so sein wird wie letztes Jahr. Und zwar haben wir hier halt eben das Black Weekend Event, was es letztes Jahr gab. Und das ist halt eben eine Woche nach Serverstart. Das heißt, ich gehe von aus, und das wird wahrscheinlich auch so sein, weil es ist auch die letzte Woche im November. Außerdem, wenn man googelt, ja, wenn ich jetzt hier mal ein neues Tab aufmache und mal Black Friday, hier Black Friday, international, also wann ist Black Friday dieses Jahr, dann wird einem auch angezeigt, hier am Freitag, dem 24. Das unterstützt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Aussage, dass am 24. auch Black Friday in Shakes & Fidget ist. Das heißt, wahrscheinlich könnt ihr von ausgehen, Diwali-Event, dann Elevator in Kombination mit EU8 Serverstart. Und dann kommt halt eben, und das ist wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum EU8 auch rekordverdächtig sein wird. Erstmal haben wir den Serverstart in Kombination mit einem Elevator. Klar, das gab es auch schon mal, aber das ist erstmal schon ein Boost. Dann kommt aber halt eben das folgende Wochenende, wo halt eben das Black Friday Event ist und dort können nicht nur Spieler halt eben Pilze günstiger aufladen mit 33%. Es gibt halt eben auch noch wahrscheinlich die Pakete dazu und was halt eben am meisten reinknallt ist, dass an dem Wochenende wahrscheinlich auch wieder das Black Friday Event in der Festung sein wird. Das heißt, es gibt ausschließlich nur schwarze Steine und das ganze Wochenende wahrscheinlich auch über. Und wenn das halt eben der Fall ist, dann ist EU8 prädestiniert, auf jeden Fall rekordverdächtig zu werden, weil das gab es bisher nur ganz selten. Und das war letzten Black Friday war es das auch schon mal so gewesen. Ich glaube, hatte damals noch Melendez den Rekord geknackt, den Stufe 300er Rekord mit dem Krieger. Wenn jetzt hier neue Klassen am Start sind, beziehungsweise halt eben Leute, die auf Rekorde gehen mit Dungeon-basierteren Klassen, kann man da eventuell noch mehr rausholen. Also das ist halt eben schon ein sehr triftiger Grund, warum der EU8-Server wahrscheinlich auch heftig scheppern wird. Und dann haben wir hier auch den nächsten legendären Dungeon, der auch relativ zeitnah dann nächsten Monat rauskommen wird, denn dieses Jahr haben wir natürlich noch einen Legendary Dungeon offen. Das ist der Winter Dungeon und der reiht sich meistens immer so, ja, Mitte des Monats Dezember ein, ne, sodass man dann sagt, okay, wir haben hier sehr viele Events auf jeden Fall offen. Das heißt, die Leute auf EU8 haben Chance, halt ein sehr hohes Level in sehr kurzer Zeit halt eben durch das Black Week Event zu bekommen und sind dadurch prädestiniert mit einem hohen Level dann die nächste Zeit. Vielleicht ist es auch wieder der 15.12., wo der Legendary Dungeon rauskommen wird. Mit einem hohen Level in den Legendary Dungeon reinzugehen und sich dort auch nochmal neu zu equippen und halt eben diese Kombination aus Elevator Event, dann Black Friday plus halt eben Legendary Dungeon in der kurzen Zeit,
Das könnte dafür sorgen, dass eventuell der ein oder andere Rekord gebrochen wird und das werden wir natürlich auch wieder mitverfolgen. Ich bin da sehr gespannt drauf und werde euch natürlich auch berichten, ob es wieder neue Rekorde gibt, auf jeden Fall. Ne? Letztes Jahr hatten wir ja auch den Melendez, der seinen Stufe 300er Rekord auch präsentieren konnte, sogar hier live auf dem Channel gehabt und hat uns ein Interview dazu gegeben, auch ein sehr cooles Video gewesen damals. Ja, ich bin da sehr gespannt auf diesen Server. Es ist kein kranker Event-Server wie W60 zum Beispiel oder halt so ein gerundeter Server, aber durch diese Events, die halt eben jetzt alle ineinander spielen, zugunsten von diesem Server, ist EU8 wahrscheinlich ein rekordverdächtiger Server und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wie gesagt, wenn ihr zu den neuesten News rund um Shakes & Fidget, wenn diese auch offiziell angekündigt werden sollten, nichts verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall hier ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts. Natürlich wird es auch zu dem Black Friday Event auch wieder ein Giveaway geben, davon könnt ihr ausgehen und da werde ich wahrscheinlich dann auch wieder die Pakete verlosen oder beziehungsweise halt den Wert der Pakete für die Leute, die daran Interesse haben. Deswegen auf jeden Fall am Ball bleiben lohnt sich und ja, jetzt seid ihr erstmal soweit über den Monat informiert. Wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen hier, ne? Aber so war es die letzten Jahre gewesen und es ist sehr wahrscheinlich, dass es so auch passieren wird. Wenn ihr da noch anderweitiger Meinung seid oder noch irgendwie was ergänzen wollt, dann macht das sehr gerne in den Kommentaren. Auf jeden Fall war es das soweit von mir. Es wird ein kranker Monat auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drauf und ja, der Monat hat schon sehr gut begonnen, sag ich mal, mit der Einführung der Statistikseite hier im Webshop, ne? Das hat dem Monat schon wirklich einen sehr guten Start verliehen, muss ich mal so sagen. Also ja, was viel Krankeres kann eigentlich nicht mehr kommen, ne? Aber das ist schon der November, der hat es auf jeden Fall in sich, sag ich mal so. Ne? Okay, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.